Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus der Brickworld, zu einem weiteren Update-Video. Das müsste 128 heute schon sein. Und ich habe einiges an Paketen bekommen. Und ich kann auch sagen, es geht voran mit dem Shop. Und zwar habe ich jetzt den fast finalen Entwurf für Verpackungen bekommen. Wir werden noch ein paar kleine Veränderungen an der Rückseite machen und dann werde ich euch demnächst mal die Verpackung für den ganzen Shop-Sachen zeigen. Es sind auch Steine gekommen für die ersten Sets. Da werde ich jetzt langsam mal anfangen zu schauen, wie wir das alles genau machen. Aber dieses Paket hier ist jetzt hauptsächlich für den weiteren Bau hier in der Brickworld. Vor allem ein paar neue Figuren, ganz nett. Aber was auch sehr wichtig ist, endlich die ganzen neuen Platten, eben für die ganzen Zwischenetagen. Und auch das hier, ganz, ganz wichtig, lange nicht mehr gehabt. Und neue hohe Fenster, ich hatte gar keine mehr davon. Nicht über 5-Euro-Schein wundern, das ist einfach, weil nicht mehr genug Fenster da waren. Ich habe also mehr bestellt, als eigentlich da waren. Das ist die Kompensation sozusagen. Und mein Plan ist heute, nachdem wir letztes Mal hier oben mit der neuen Etage angefangen haben, dass wir heute auch weiter an der Fassade weiterarbeiten. Und da würde ich, glaube ich, gerne mal hinten diese ganze Lücke hier schließen, dass wir einfach mal hier ein bisschen vorankommen, was die Gesamtansicht des Bahnhofs angeht. Und vielleicht auch hier vorne endlich mal auf eine Höhe kommen. Das wird auf jeden Fall schon viel ändern. Im Inneren werde ich heute wahrscheinlich nicht so viel machen, aber ich habe auch sehr viele gute Ideen von euch bekommen, was wir hier oben machen. Und zwar ist der Plan jetzt folgender, kam öfters von euch. Hier vorne wird das Stellwerk reinkommen, kann man gut reinschauen. Und hier später, hier drüben in dem Bereich, wenn hier auch der obere Stock drauf kommt, werden wir hier einen netten Serverraum reinbauen. Ich glaube, das wird auch ganz hübsch aussehen. Und vielleicht hier noch so ein kleines Verwaltungsbüro. Schauen wir mal, aber hier Serverraum, also in der noch kommenden Etage natürlich. Und hier wird das Stellwerk reinkommen. Da muss ich aber erstmal schauen, wie genau ich das aussehen lassen möchte. Aber das waren sehr viele gute Ideen von euch. Vielen Dank dafür. Aber heute bauen wir jetzt erstmal an der Fassade weiter. Ich bin selber gespannt, wohin die Reise heute noch führen wird. So, wie ihr sehen könnt, habe ich erstmal hier vorne angefangen an diesem Modul. Das geht ja bis an diese Grenze hier. Man sieht es, wenn man so ein bisschen bewegt, dass das so in einem diagonalen Übergang hier ansteht. Ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal hier vorne alles hochgezogen. Hier das Ganze fertig gebaut. Hier hat ja ein ganzes Stück gefehlt. Das sieht man jetzt auch, wenn ich jetzt mal von vorne, von der Seite zeige, dass das jetzt hier ordentlich gelöst ist. Und ich habe natürlich jetzt auch noch in weißer Voraussicht diesmal das Kabel gleich mit hochgenommen wieder. Da ist jetzt ein LED-Stripe dran. Natürlich wie immer von meinem Partner Illuminator Bricks. Könnt ihr mal reinschauen, unten verlinkt oder oben rechts. Wenn ihr dort was bestellt, dann bekomme ich auch noch eine kleine Provision, was natürlich auch wieder in das ganze Projekt hier fließt. Und ihr zahlt natürlich nicht mehr. Das hängt jetzt eigentlich nur daran, um zu schauen, ob die Kabel auch funktionieren. Wie ihr seht, es leuchtet, also funktioniert das. Ist schon mal eine gute Sache. Und jetzt werde ich auf jeden Fall, denke ich erstmal, ich weiß nicht, ob ich jetzt erstmal hier versuche, das hier weiter fertig zu bauen. Wäre wahrscheinlich schlau. Oder ob ich mal schaue, ob ich hier schon mal die nächste Etage mit drauf bauen kann. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich zu wenig von diesen Round Bricks. Deshalb muss ich mal schauen, wie weit wir kommen. Aber wir brauchen hier auf der Etage gar nicht so viel. Aber es würde wahrscheinlich mal ganz gut aussehen, wenn man sehen könnte, wie das von hier vorne aussieht. Ich schaue einfach mal, wohin ich komme, wie weit es geht. Und auf jeden Fall bin ich schon mal froh, dass wir jetzt hier schon mal den Abschluss auf dem Modul haben. Und das hier ist ja ein komplett neues Modul wieder, bis hier zur Grenze. Man kann es hier ein bisschen sehen. Hier ist ungefähr die Grenze. Und da werde ich jetzt einfach mal schauen, ob ich das noch weiter bauen kann heute. So, die Front auch auf diesem Modul schreitet voran. Aber ich muss euch sagen, es entwickelt sich, wie der Rest des Bahnhofs natürlich auch, zu einem enormen Steinegrab. Weil ich auch die Innenwand gleich mitbaue. Ich gehe mit euch mal hier kurz außen rum an der Lampe vorbei. Und wir müssen ja hier auch die ganzen weißen Wände bauen. Und dann innen drin, ihr seht hier, nutze ich tatsächlich, sobald es geht, auch andersfarbige Steine. Hier sind relativ viele Lücken auch teilweise drin. Einfach, wenn es nicht nötig ist, dass da drin das massiv gebaut ist, spart natürlich Steine als auch Gewicht. Aber hier kommen wir jetzt ganz gut voran, muss ich sagen. Es fehlt jetzt natürlich einfach noch hier die Schicht mit den Plates. Dann bauen wir noch 2 Reihen von diesen Modified Bricks mit den Tiles drauf. Und dann haben wir auf diesem Modul tatsächlich auch schon die Höhe erreicht. Ab hier kommt das nächste Modul. Das ist dann das Modul hier mit dem Eingangsportal, beziehungsweise eigentlich mit der Eingangshalle. Das Portal ist ein extra Modul. Und da werden wir, glaube ich, heute erstmal noch nicht weiterbauen. Da schauen wir erstmal, wie wir es machen werden. Aber ich werde erstmal hier die Lücke schließen und dann denke ich, dass ich mal schaue, wie es aussieht, wenn ich hier oben mal anfange, den nächsten Stock schon mal die Fassade drauf zu bauen. Weil ich glaube, das könnte ganz interessant aussehen, wenn man dann zum ersten Mal so ein bisschen sieht, wie das Ganze aus der Sicht von hier vorne aussehen könnte, wenn da wirklich die maximale
oder fast maximale Höhe reicht es, weil es kommt ja noch ein kleines bisschen auf das Flachdach oben drauf. Da bin ich auf jeden Fall selber auch gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich baue jetzt einfach mal weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich die obere Front angefangen. Und zwar habe ich jetzt erstmal hier vorne alles soweit weitergebaut. Hier wird dann sagen der Pfosten wieder sein. Dann sind wir nämlich haben wir das wirklich achsensymmetrisch hier durch. Das heißt, hier kommt dann die entsprechende andere Wand von dieser Seite der Verwaltungsebene. Dann haben wir hier drüben relativ viel Platz. Vielleicht teilen wir das, vielleicht auch nicht. Wie gesagt, hier kommt ja der Serverraum hin. Da schauen wir mal, wie das Ganze wird. Und die Front vorne habe ich jetzt auch wieder mit diesen kleinen Fenstern angefangen, die wir auch hier oben haben. Das heißt, wir ziehen diesen Stil durch. Aber ich dachte mir, da machen wir noch ein bisschen was anderes, damit es nicht ganz langweilig wird. Erstens habe ich jetzt 6 kleine Fenster nebeneinander, die tatsächlich sehr achsensymmetrisch hier reinpassen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. Und ich habe außen als auch innen jetzt eine von diesen dickeren Säulen gemacht. Und dazwischen baue ich jetzt die schmaleren Säulen, die wir auch hier drüben haben. Kommt auch ein bisschen davon, dass ich einfach Steine sparen muss. Und ich merke gerade, ich habe vergessen, dass die Säulen ja gar nicht so hoch sein müssen, denn da kommen ja noch die Bögen drüber. Das heißt, ich baue hier gleich noch ein bisschen runter. Aber das wäre dann so ungefähr die grobe Frontidee. Und damit kommen wir jetzt auch mal auf die richtige Höhe. Wenn wir jetzt mal ein bisschen zurückgehen, seht ihr, hier die Höhe kommt ein ganzes Stück höher. Das heißt, es ist perfekte Höhe, um dann das Ganze enden zu lassen. Und ich finde auch die ganzen kleinen Fenster da oben eigentlich ganz nett. Da kommen, wie gesagt, jetzt noch gleich Bögen drüber. Ich weiß noch nicht, ob ich genug da habe. Da muss ich mal schauen. Aber grundsätzlich gefällt mir das Ganze, wie es sich entwickelt. Und ich bin sehr froh, glaube ich, dass wir die dritte Etage jetzt noch reinbauen. Bringt zum einen viel optisch für die Fassade, aber auch viel Inhaltliches noch, weil, wie gesagt, hier das Stellwerk können wir hier reinbauen, den Serverraum und schauen wir mal, was sonst noch so kommt. Und ich habe auch hier nochmal so einen kleinen blauen Vogel mit reingebaut. Der gefiel mir einfach da drüben hinten schon. Und dachte, vorne sieht es auch nochmal ganz nett aus. Bringe einfach noch einen kleinen Farbklecks mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, ich baue hier mal weiter, mal schauen, wie weit ich komme. Aber ich bin schon mal sehr, sehr zufrieden mit der Entwicklung des ganzen Gebäudes. Und wieder einen ganzen Schritt voran. Ich hatte tatsächlich gar nicht mehr genug von diesen Bögen. Ich hatte nur die etwas niedrigeren. Die habe ich jetzt einfach mal mit 2 Einern-Bricks aufgebockt. Fällt aus der Entfernung gar nicht auf. Ich werde die aber dann nochmal austauschen. Aber so sieht es erstmal ganz gut aus. Kann man noch relativ schnell austauschen. Ich habe die Wände vorbereitet bis hierher. Ich glaube, weiter werde ich heute auch nicht unbedingt bauen. Es dauert nämlich schon wieder ewig und ich verbrauche Steine über Steine, man glaubt es einfach nicht. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist, hier oben bauen wir jetzt natürlich jetzt noch hier ein bisschen drüber, damit es einfach auch fixiert ist. Und natürlich die Tiles, um das Ganze zu verdecken. Ich habe jetzt hier die Lücken mit tannfarbenen 1x1er Modified Bricks gebaut. Ich glaube, es sieht einfach von unten besser aus, weil es farblich besser dazu passt. Und ansonsten würde ich sagen, der Bahnhof hat jetzt von hier vorne wirklich mal seine fast maximale Höhe erreicht. Und er ist doch imposant, muss man sagen. Was wiederum dazu führt, dass ich relativ sicher bin, dass ich diesen Bereich irgendwann nach dem Umzug komplett neu bauen werde, weil er einfach im Maßstab nicht mehr zum Rest passt. Was wir damit machen, weiß ich noch nicht, aber das ist auf jeden Fall ein bisschen geändert, weil das passt einfach nicht mehr zum Maßstab der Brickworld, weil alles ist ja relativ in einem realistischen Maßstab und das hier ist einfach zu klein im Maßstab und das muss ich, glaube ich, wirklich ändern. Das passt einfach nicht. Je größer und maßstabsgetreuer der Bahnhof wird, desto mehr merkt man das natürlich und auch alles andere und das muss, glaube ich, auf jeden Fall geändert werden. Was ich jetzt auf jeden Fall erstmal mache, ist, dass ich hier weiter fertig baue, soweit wie ich es gerade beschrieben habe und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Und da hätten wir jetzt auch das finale Ergebnis für heute. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden mit der oberen Etage, auch von vorne jetzt. Ich finde, die 6 Fenster nebeneinander brechen auch diese Lücke, die wir hier haben. Weil ich hatte immer das Problem, dass das hier so leer aussah. Und da jetzt oben die Fenster sind, sieht es gar nicht mehr so leer aus. Von innen sieht es natürlich jetzt nicht so spektakulär aus. Wir haben natürlich jetzt die Wände komplett hochgebaut. Hier mit den Säulen, da werde ich dafür sorgen, dass, wenn man von innen dann die Plattform reinkommt, also die Ebene bzw. das Dach sozusagen, dass dann hier irgendwelche Sachen davor stehen, damit es von innen nicht so sichtbar ist. Ansonsten bin ich tatsächlich sehr, sehr zufrieden, weil wir haben natürlich einiges geschafft. Wir haben bis hier rüber diese Etage von die Front komplett fertig gebaut. In dem Modul als auch auf dem Modul. Hier ist es sogar hoch verkabelt. Das obere, sozusagen die dritte Etage, ist hier vorne gut gebaut. Hier an der Seite so weit fertig, dass wir hier nur noch hochbauen müssten. Aber die Etage ziehe ich natürlich erst ein, wenn wir hier unten den Lego-Laden gebaut haben. Da muss ich mich langsam mal darum kümmern, dass ich da alles besorge. Beziehungsweise wir sollten erstmal versuchen, diese Lücke hier zu schließen. Aber da müssen wir auch mal schauen, wie sich das Ganze jetzt entwickelt mit dem Umzug. Ich habe tatsächlich vor, heute noch einiges drüben auf der Baustelle zu machen. Da ist in den letzten Tagen nicht so viel passiert, weil das Wochenende ziemlich zu war mit vielen anderen Sachen. Aber ja, so viel dazu. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit der Entwicklung des Ganzen. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen vor, ignoriert die Kiste, die hier noch steht.
aber der Bahnhof macht sich auf jeden Fall, er wirkt doch sehr, sehr massiv jetzt. Und das ist, wie gesagt, ein Grund dafür, dass das hier getauscht werden muss. Aber ich glaube, wenn wir dann drüben in den neuen Räumlichkeiten sind und dann weitere große Sachen hinzukommen werden, wie zum Beispiel das Technische Museum, denke ich, relativiert sich das Ganze auch wieder ein bisschen. Es wird immer noch ein großes Gebäude bleiben, aber in Relation zu den anderen Gebäuden, glaube ich, sieht das dann ganz gut aus. Anteil der Steine, ich habe keine Ahnung, ich würde jetzt einfach schätzen, wir sind irgendwo jenseits der 200.000 Steine da drin. Und ihr seht ja, fertig sind wir lange nicht. Mein primäres Ziel ist tatsächlich jetzt einfach jetzt mal hier voranzutreiben, dass wir auch die Außenfassade hinkriegen, auch da hinten vielleicht mal. Und dann einfach mal anfangen können, hier die Geschäfte nach und nach durchzuziehen. Einfach mal hier ein bisschen mehr Tempo reinzukriegen. Ich habe ja zwischendurch immer wieder mal den Bahnhof ein bisschen vernachlässigt für andere Projekte, aber ich möchte tatsächlich auch den Bahnhof nach und nach jetzt wieder voranbringen. Ebenso wie natürlich auch die Lücke hier vorne zu schließen. Aber wie gesagt, ich muss dann, wenn wir den Umzug machen, noch den ganzen Tisch nochmal neu bauen. Deshalb sind ein paar Projekte momentan wirklich auf Eis. Alles, was unter dem Tisch ist, bleibt erstmal auf Eis, weil wir da noch ein paar Umbauarbeiten brauchen, wenn es dann umzieht. Aber ansonsten, ich rede jetzt schon wieder viel zu viel. Ansonsten würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuschauen heute wieder. Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und man kann sich jetzt hier ein bisschen vorstellen, wie das Ganze mal aussehen wird von hier vorne. Da bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank natürlich für jedes Abo. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne einen Daumen hoch, Abo dalassen, würde mich super freuen. Gerne jeden Kommentar, der hilft auch, um den Kanal voranzubringen. Wir sind fast bei den 6.500, das freut mich wirklich sehr. Ansonsten schaut mal bei meinem Instagram-Account vorbei, ist unten verlinkt. Dann sage ich auch viel Spaß beim selber bauen. Bleibt gesund natürlich. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und ich würde sagen, tschüss.